Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern, die kleinen Zigarettenbildchen. Und wir steigen gleich mit ein mit Bild 31. Rathausdiele. Die Größe und prächtige Ausgestaltung der Rathäuser offenbart zu Recht das Aufblühen der deutschen Städte am Ende des Mittelalters, von denen viele im 16. Jahrhundert auf den Höhepunkt ihrer Macht standen. Das Stadtregiment, der Magistrat, der oft im Gegensatz zum Bürgertum stand, suchte seine Macht und Einfluss auch im Sitz seiner Herrschaft im Rathaus zum Ausdruck zu bringen. Bild 32. Gerichtssitzung. Der gelehrte Humanismus hatte Deutschland das ihm im Grunde völlig entwesensfremde römische Recht beschert. In den Städten wurden vielfach die alte germanische Art der Rechtsprechung mit der neuen verquickt. An die Stelle der Schöffen trat der rechtsgelehrte Gerichtsvorsitzende, der das Urteil selbst sprach. Den Angeklagten suchte man durch Folter zum Geständnis zu bringen. Ja, super, oder? Tolle Bereicherung. Bild Nummer 33. Schulstube. Die Schulstube der Reformationszeit ist der kahle Klosterzelle hervorgegangen. Die auf niedrigen Bänken sitzenden Schüler oder Scholaren scharen sich um den Lehrer, der Magistrat oder auch Scholar heißt. Die Zuchtrute, der Backel, galt als ein unentbehrliches Erziehungsmittel. Damals war die höhere Schule die Lateinschule, deren Überrest heute des humanistischen Gymnasium ist. Bild Nummer 34. Hafen mit Hanseschiff. Die Macht der Hanse erstreckt sich weit über das Nord- und Ostseegebiet. An den Küsten Russlands, Skandinaviens, selbst in London hatten sie Niederlassungen. Die Überseeentdeckungen brachten dann auch den deutschen Handel neuen Aufschwung. Deutschland wurde Umschlagplatz der fremden Einfuhrprodukte, Handelsfamilien wie die Fugger und Welser kamen an Macht Fürsten gleich. Bild Nummer 35. Hirtenleben, Schafschur. Überseeische Baumwolle war im Mittelalter noch unbekannt. Das Volk kleidete sich in Lein und Wolle und Schafzucht war in vielen Gegenden Deutschlands ein Haupterwerbszweig des Bauern. In das Bild der deutschen Landschaft gehörte der Hirte mit seiner Herde auf der Weide oder der Schafschur. Der Name Schere ist wahrscheinlich auch aus diesem Brauch zurückzuführen. Bild Nummer 36. Kirchgang. Die Kirche war früher viel mehr als heute Mittelpunkt der Gemeinde. Nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern in allen Fragen der Familie und bürgerlichen Gemeinschaft. Als Hort der Kultur gewann sie Einfluss weit über den Bereich der Seelsorge hinaus. Die Familienforschung dank den Kirchenbüchern, zum Beispiel den Bestand ihrer Überlieferung, Standesämter gab es ja noch nicht. Jetzt geht's weiter, Alltag und Festtag. Bild Nummer 37. Bergwerk. Der Bergbau wurde bereits im Altertum in den Teilen Deutschlands betrieben, die Provinzen des Römischen Reichs waren. Die Fürsten des Mittelalters begünstigten ihn sehr und schon damals förderte man neben Metallen bereits Kohle und Steinsalz zutage. Durch die Erfindungen, zum Beispiel des Sprengpulvers im 14. Jahrhundert, wurde die Arbeit im Bergwerk wesentlich erleichtert und beschleunigt. Bild 38. Kücheninneres. Früher war die Küche nicht so hell und mit allem Zeit- und Arbeit ersparenden Bequemlichkeiten ausgestattet wie heutzutage. Den größten Raum nahm der Herd ein, auf dem ein offenes Feuer brannte. Darüber befand sich der breite Rauchfang. Das Fleisch briet man auf den Rost oder am Spieß in solchen Mengen, wie sie heute kaum noch auf die bürgerliche Festtafel kommen. Bild 39. Bauernkirmes. Wie das ganze Leben des Bauern erdverbundener ist als das des naturentfremdeten Städters, so zeigt er sich auch bei seinen Festen freier und ungezwungener als dieser. In den vergangenen Jahrhunderten tritt der Gegensatz zwischen Hüpf- und Sprungtänzen des Landvolkes und den gemessenen Schreittänzen der Adligen deutlich hervor. Dudelsackpfeifer und Zinkenisten spielten zum Tanz auf. Bild Nummer 40. Postreiter. Ein regelmäßiger und genauer arbeitender Postdienst ist heute eine solche Selbstverständlichkeit, dass wir uns in die primitiven Anfänge des Postwesens kaum zurückversetzen können, wo Botenläufe und Reiter noch die einzigen Träger des Postverkehrs waren. Aus dem lateinischen Pofita genannten Standort für den Pferdewechsel ist das Wort Post entstanden. Bild Nummer 41. Straßenszene.
Ein großer Teil des öffentlichen Lebens spielte sich in der Vergangenheit auch wirklich öffentlich, das heißt auf offener Straße ab. Die Verkaufsstände, zum Beispiel der Buchhändler, waren meist auf der Straße aufgeschlagen und auch Rechtsprechung und Strafvollzug wie das Sitzen im Stock, das Stehen am Pranger wurden häufig ins Freie verlegt, um auf jedermann eine abschreckende Wirkung auszuüben. Und das letzte Bild für heute, Bild 42, Kinderstube. Mancher Gegenstand unserer modernen Kinderstube war bereits im 16. Jahrhundert im Gebrauch. Im beweglichen Laufstuhl oder auch von der Mutter am Laufgürtel, später Gängelband, gehalten, machte das Kind seine ersten Schritte, nachdem es der Wiege entwachsen war, die sich oft von einer Generation zur anderen vererbte und meist bereits zum Aussteuerinventar gehörte. Und das war's mit der heutigen Folge bei Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.